Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute wieder auf Main unterwegs. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich wollte euch hier was Interessantes zeigen, was hier passiert ist auf dem Server, was gefühlt nur in unserer Gilde passiert ist. Ja, da könnt ihr gerne nachher mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch irgendwie hattet, weil... Ja, wir kommen da auf jeden Fall gleich zu. Zuallererst gibt es erstmal wieder ein paar kleine Neuigkeiten zu erzählen, was euch wahrscheinlich ziemlich freuen wird. Denn gestern kamen ein paar News, ein paar Bilder, ein paar Leaks zum Vorschein im Tavernen-Discord, die gezeigt haben, dass zum Black Friday Event, was ja noch ein bisschen hin ist, das ist erst vom 26. bis zum 28. November. Aber dort gibt es wohl eine Aktion, die gab es so in Shakes and Fidget auch noch nie. Und das Ganze ist höchstwahrscheinlich, dass dies dort passieren wird, weil das Ganze wurde aus den Files wohl entnommen. Ja, fragt mich immer nicht, wie das funktioniert, da bin ich einfach nicht technikaffin drin. Aber das wurde hier in den Files von Shakes and Fidget irgendwo gefunden, ja, wo hier angezeigt wird, dass es wahrscheinlich zum Black Friday Event eine 33% Pilzaktion geben wird. Ja, also normalerweise hat man ja immer eine 20% Pilzaktion, jetzt haben wir 33. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, anstatt 3000 Pilze, wenn man die ohne Aktion auflädt, hat man ja mit der 20% Aktion 3600 bekommen. Und jetzt zum Black Friday bekommt man für 100 € 3999 Pilze. Also das ist sehr, sehr nice und ich denke mal, das ist auch ziemlich nützlich, falls... ihr vorhabt, irgendwann in nächster Zeit aufzuladen und euch ein paar Pilze zu gönnen, dann würde ich tatsächlich noch ein bisschen warten, wenn man es bis dahin schafft. Und dann würde ich zum Black Friday Event da tatsächlich dann ein bisschen mal was aufladen. Ne? Black Friday ist dieses Jahr 26. bis 28. November. Ne? Und ich werde da, denke ich mal, auch nochmal zuschlagen, weil das lasse ich mir auch nicht entgehen hier. Das ist eine ganz coole Aktion. Ne? Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auf uns zukommen zum Black Friday Event. Können wir uns schon drauf freuen. Ist nice, dass das schon zum Vorschein gebracht worden ist. Hier ist noch ein Bild mal. Ne? So sieht das aus hier beim Wirt denn. Ist ganz cool, dass das zum Vorschein gekommen ist, weil so können sich Leute da tatsächlich sehr gut vorbereiten und haben noch mal einen Monat Zeit, um nochmal ein bisschen sich zu überlegen, mit ihren Pilzen vielleicht ein bisschen sparsamer umzugehen und anstatt jetzt Ende des Monats aufzuladen, weil Ende des Monats ist meistens immer eine 20% Aktion, vielleicht nochmal einen Monat zu warten und dann noch mehr Pilze für sein Geld zu bekommen. So, ne? Das ist natürlich ganz nice und ich denke mal, da werde ich auch mal einen Huni oder so aufladen auf dem Main hier nochmal. Ne, das ist ja ganz cool. So, ansonsten kommen wir jetzt zu der Situation, die ich eben gerade euch erzählen wollte. Und zwar geht das hier schon in der Gilde bei uns ab. Ne? Und man sieht hier auch schon, wir haben einen Angriff verloren gegen Gilden, gegen die wir eigentlich sonst normalerweise nicht verlieren. Und gefühlt ist das nur bei uns in der Gilde oder auf S31 so gewesen. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da passiert ist. Ich habe noch die Kämpfe im Log drin, ne, die Gildenkämpfe. Und zwar sieht das Ganze nämlich so aus. Wir haben hier einmal einen Kampf um 18:05 Uhr, und nochmal um 18:05 Uhr, einmal gewonnen, einmal verloren. So, und dann haben wir nochmal einen Kampf, einmal um 4:57 Uhr und nochmal 4:57 Uhr, gewonnen und verloren. So, da ich nirgendwo was dazu gelesen hatte, weder in der Taverne oder was weiß ich irgendwo, dass die diesen Bug auch hatten, also irgendwie seit dem Update ist es irgendwie komisch, so, ne? Da ich das in der Taverne nirgendwo gesehen hatte, dass sowas entstanden ist, so ein Bug, oder in den Kommentaren noch auf anderen Servern das auch war und hier der Mein sei auch geschrieben hatte, er spielt auf anderen 4 Servern und es ist nur auf S31 so gewesen, gehe ich davon aus, dass wir der einzige Server sind, der davon betroffen ist hier irgendwie. Passt mal auf, ich gehe mal drauf. Und zwar hier haben wir einmal einen Kampf, wo 34 Leute gemeldet sind. Das ist jetzt nicht sehr viel, ne? Aber ich weiß auch gar nicht, was bei uns so der Durchschnitt ist, wie viele sich melden. Aber 34 ist ja noch irgendwo so ein Stück weit realistisch, sag ich mal, ne? Und da gewinnen wir auch
gegen die Olsenbande, auch wenn wir nur 34 Leute hier waren, anscheinend. Ja, glauben kann ich das noch nicht ganz so, ne? Trotzdem aber realistischer als das hier. Jetzt um dieselbe Zeit kam auch nochmal ein Kampf. Und was ist das? Da ist einfach mal niemand von uns gemeldet. Und das ist wirklich eine Quote, die, ja, also da muss es zu irgendeinem Bug gekommen sein, so. Und das Ding ist, so, hier ist nur ein einziger Dude von uns hier zum Gildenkampf angetreten, so, ne? Und klar haben wir da natürlich verloren. Und natürlich wurde auch hier die Ehre abgezogen, ne? 180 Ehre haben wir hier verloren. Und ja, bei dem Sieg wurde das quasi jetzt nicht so anerkannt. So, jetzt haben wir nochmal hier Anarchie 13, ne, gegen die wir kämpfen. Hier auch nochmal 39 gemeldet. Ich glaube, das ist einfach so. Viele nehmen bei uns auch nicht teil an den Gildenkämpfen, ne? Aber das ist ja noch eine realistische Zahl, so, ne? Da bin ich jetzt an der Reihe hier, ne? Wie gesagt, exakt das gleiche wie eben gerade bei dem Kampf gegen die Olsenbande. Jetzt hier auch nochmal dasselbe, ne? Mal gucken, kriege ich den noch? Nee, kriege ich nicht mehr. Okay. Ja, also erstmal alles so durcheinander gewürfelt von der Auflistung her. Hier unten hat man das gesehen, da waren Leute dabei, die waren irgendwie am Anfang und waren jetzt hier zum Ende, also ganz komisch irgendwie. Ne? So, da haben wir gewonnen. Und dann einfach der Kampf nochmal um 18:05 Uhr, wo sich einfach 5 Leute angemeldet haben. So. Und auch hier wurde natürlich der Gildenkampf gezählt. Ich meine, es ist jetzt nicht dramatisch, dass wir jetzt hier nicht gewonnen haben oder so. Also das ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, ist zwar schade so, ne? Ja, aber mir geht es einfach so mehr oder weniger ums Prinzip und wollte euch fragen, ob das auf eurem Server auch so gewesen ist. Das würde mich mal gerne interessieren, ob es da auch zu so einem Bug kam, weil wie gesagt, auf meinen anderen 4 Servern war dies nicht der Fall gewesen. In der Gilde hatte jemand geschrieben gehabt, er spielt auch auf 4 verschiedenen Servern, war nix, habt nichts zu diesem Bug gehört oder gesehen. Ja, also gehe ich davon aus, dass wir hier irgendwie gefühlt die einzigen Betroffenen sind hier, ja, was natürlich irgendwie ein bisschen komisch ist. So, ne? Aber ich habe das Gefühl, irgendwie so, seitdem das Update hier aufgespielt worden ist, ist das Game auch irgendwie teilweise ein bisschen ja, ruckelig hier und da. Und also in der Browser-Version. Und gestern hatte ich auch ganz randommäßig irgendwie 100 Abenteuerlust in der Zeitmaschine. Keine Ahnung, woher die auf einmal kommen, weil ich jeden Tag, wenn ich hier meine 20 Bonus-Alu gestackt habe, ja, dann nehme ich die auch sofort. Und heute Morgen waren einfach 120 drin, also das normale plus 100. Da muss ich aber zu sagen, das war auf meinem Free-to-Play-Account ist das hier genauso. Ne? Da habe ich auch irgendwie 100 Alu plus bekommen. Ich weiß nicht, ob das auf den deutschen Servern so ist, weil auf den internationalen Servern habe ich keine 100 Alu dazu bekommen. Ne? Also auf den, ja, hat sich das irgendwie nur auf die deutschen Server bezogen. Ne? Na gut, hier ist das im Ausbau. Ja, und ja, keine Ahnung, auch ganz komische Geschichte irgendwie. Ne? Dann war ja auch das Ding gewesen, das war glaube ich auch vor 2-3 Tagen irgendwie, dass die Wächter auch, oder alle ja, Unterwelt Mitkämpfer hier, sag ich mal, ne? Also Trolltrakt, Goblin und Wächter auf 250 zurückgesetzt worden sind, so, ne? Konnte man komplett wieder ausbauen. Danach, ja, weiß ich nicht, wurde das dann aber auch gefixt nach irgendwie ein paar Stündchen, ne? Ja, also ich weiß nicht, irgendwie hatte das Update gefühlt irgendwie alles am Tag nochmal, konnte man irgendwie gefühlt alles am Tag nochmal irgendwie neu spielen, so, ne? Als das rauskam. Ja, naja. Wollte ich euch auf jeden Fall nochmal mitteilen. Ist eine ziemlich, boah, ja, komische Geschichte. Bin ein bisschen verunsichert, muss ich sagen, was da los ist. Aber ja, vielleicht könnt ihr da ja auch irgendwie ein bisschen was zu bei Pflichten beisteuern. Keine Ahnung, ob euch das irgendwie ähnlich ergangen ist oder so. Ne? Ja, das auf jeden Fall ja, von meinem Main soweit. Ich muss jetzt auch hier meine Alu gleich klicken. Da nehme ich jetzt euch aber nicht weiter mit. Das ist ja relativ uninteressant. Ne? Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nur mal hier mitteilen, mitzeigen. So, ne? Viel passiert ja hier eh nicht auf dem Main, deswegen zeige ich dir noch relativ selten. Passiert halt, ja, ist halt so in diesem Levelbereich, ja, ist nicht mehr sehr viel los, so, ne? Außer zu Events kann ich euch da nicht mehr viel zu zeigen, so, ne? Die Stat-Punkte wachsen natürlich weiter stetig und ständig, das ist sehr cool, ne? Ansonsten in der Ehrenhalle
musste ich ein bisschen mich zurückfallen lassen. Also ich bin jetzt konstant auf Platz 3 hier, ne? Mal auf Platz 2, aber gegen Sir Webster habe ich jetzt, um hier mal so ein kleines Update mal zu zeigen, habe ich momentan keine Chancen, weil der Sir Webster hat sich hier ein schönes Upgrade auf seine Dings gegönnt, hier auf sein Equipment. Hat hier, glaube ich, alles auf 14 irgendwie hochgezogen. Und ich weiß gar nicht, wie die vorher standen, aber auf jeden Fall bringt das natürlich einen ordentlichen Stat-Boost für ihn ein hier an der Stelle. Und deswegen habe ich momentan ein bisschen weniger Chancen, ihn zu besiegen. Ne? Aber das wird auf jeden Fall wieder kommen. Ja, früher oder später, da ich ja jetzt mein Equipment oder mich dafür entschlossen habe, mein Equipment jetzt erstmal nicht weiter hier zu upgraden, ne, weil sich das für mich an der Stelle jetzt einfach nicht mehr lohnt so großartig. Ne, da spare ich die Ressourcen auf jeden Fall, habe jetzt schon hier eine Mille an Kristalle aufgespart, so, ne, und da werde ich dann ja irgendwann früher oder später, wenn sich das lohnt, keine Ahnung, ab wann ich nochmal mein Equipment wechseln werde. Muss ich mal schauen. Aber bis zur Stufe 600 werde ich safe mein Equipment nicht mehr wechseln. Also da muss ich ein bisschen Abstriche machen, sage ich mal so, ne, in der Ehrenhalle hier. Aber ich denke mal, im Long Run wird mich das dann doch weiter nach vorne bringen, um hier meine Ressourcen weiter aufzustocken, ne? Weil, wie gesagt, das sind ja alles hier nur temporäre Stat-Punkte. Das Wichtige ist halt, dass man sich halt auf die Basis-Stat-Punkte ein bisschen mehr konzentriert, so, ne? Ja, und genau, wie gesagt, das sind ja halt keine weggeschmissenen Ressourcen hier, ne? Das bewahre ich ja alles auf. Und genau, werde dann früher oder später nochmal dann meinen Impact auf mein komplettes Equipment denn machen, aber erstmal lasse ich das ruhiger angehen. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, schont noch ein bisschen euren Geldbeutel bis zum Black Friday Event. Ne? Da kommt was Cooles denn auf euch zu. Da kann man, denke ich mal, gut ein bisschen, mal was reinpayen, so, ne? Weil, mehr als 20% gab es halt noch nie, so, und 33% ist jetzt schon echt cool. Oder was das war, ne, 30 oder 33, ich weiß jetzt gar nicht mehr, genau, ich glaube 33, ne? Ja, und das war's soweit. Wollte ich euch informieren. Ich denke mal, das ist ganz cool und ja, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.